Hallo, ich bin Steffi. Sorry dafür. Ich bin gerade explodiert. Warum? Na, weil du in diesem Video 7 verrückte Aktionswörter lernen wirst. Und nicht nur einfach so, sondern, klar, im Kontext. Übrigens erhältst du zu diesem Video ein PDF mit allen Wörtern aus dem Video, noch mehr Beispielen und Aufgaben. Du kannst es dir unter diesem Video herunterladen. Und wir starten mit etwas typisch Deutschem. Was könnte das sein? Klar, das Bier. Das Bier verschwindet. Puh, weg ist es. Zuerst war es da. Jetzt ist es weg. Es ist verschwunden. Tada! In einem Satz müssen alle Verben konjugiert werden. Das bedeutet, sie müssen an das Personalpronomen angepasst werden. Und das machen wir jetzt. So konjugiert man das Verb verschwinden. Ich verschwinde. Du verschwindest. Er, sie, es verschwindet. Wir verschwinden. Ihr verschwindet. Und sie verschwinden. Explodieren. Das war unser Beispiel am Anfang des Videos. Und hier kommen noch ein paar weitere Beispiele. Der Kuchen explodiert. Aha. Aber nicht irgendein Kuchen, natürlich nicht. Es ist ein typisch traditioneller deutscher Kuchen. Und zwar ist das der Frankfurter Kranz. Den solltest du unbedingt einmal probieren, wenn du die Gelegenheit dazu bekommst. Okay, genug vom Explodieren. Schauen wir uns das nächste Verb an. Das Schloss Neuschwanstein, das übrigens Walt Disney für das Disney-Schloss inspiriert haben soll, schmilzt. Die Infinitivform, also die Grundform des Verbs, lautet schmelzen. Und was kann noch schmelzen? Ganz typisch im Sommer? Klar, das Eis. Das Eis schmilzt. Das Eis ist geschmolzen. Ich schmelze. Du schmilzt. Er, sie, es schmilzt. Wir schmelzen. Ihr schmelzt. Und sie schmelzen. Ah ja, der Albtraum eines jeden Porsche-Besitzers. Der Porsche zerbröselt. Stell dir mal vor, du kaufst dir einen Porsche. Am nächsten Tag läufst du zum Parkplatz und dann zerbröselt der einfach. Na, Halleluja. Aber was ist denn wirklich bekannt dafür zu zerbröseln? Genau, Kekse. Die Einzelteile nennt man Krümel. Und wenn man nur ein paar Krümel verliert, also nicht der ganze Keks zerbröselt, dann nennt man das auch einfach Krümeln. Ich krümel, du krümelst, er, sie, es krümelt, wir krümeln, ihr krümelt und sie krümeln. Na, so eine Sauerei. Wer macht das wieder sauber? Die BMW wird zerdrückt. Ich zerdrücke. Du zerdrückst. Er, sie, es zerdrückt. Wir zerdrücken. Ihr zerdrückt. Und sie zerdrücken. Falls du gerade richtig gut aufgepasst hast, ist dir vielleicht etwas aufgefallen. Vielleicht hast du dich gerade gefragt, warum es der Porsche, aber die BMW ist. Wo ist hier die Logik? Die Antwort ist eigentlich recht einfach und du wirst sie hoffentlich nach diesem Video nie wieder vergessen. Also hör gut zu, dann merkst du es dir auch. Im Deutschen sind Automarken immer maskulin und Motorradmarken sind immer feminin. Deswegen sagt man auch der BMW, wenn man das Auto meint, und die BMW,
wenn man das Motorrad meint. Ich weiß, ich weiß. Um es dir etwas leichter zu machen, habe ich einen Artikelkurs für dich zusammengestellt. Dort lernst du all diese nützlichen Regeln, damit du nie wieder Schwierigkeiten mit den deutschen Artikeln hast. Du findest den Link zum Kurs unter diesem Video. Schau gern mal vorbei. Oh nein, der Kürbis und ich werden zerquetscht. Zerquetschen ist ein Synonym zu zerdrücken. Und ich zerquetsche zum Beispiel eine Traube. Das ist ein schöneres Beispiel. Du zerquetschst. Er, sie, es zerquetscht. Wir zerquetschen. Ihr zerquetscht. Und sie zerquetschen. Eieiei. Und zu guter Letzt das letzte Verb für heute, Nummer 7. Und damit das letzte Video. Schauen wir es uns an. Die Vögel lösen sich auf, aber nicht irgendwie, sondern auf eine besondere Art und Weise. Sie zerfallen langsam in Einzelteile. Auflösen ist ein trennbares Verb. Deswegen, bitte nicht wundern, rutscht auf ans Ende des Satzes. Ich löse mich auf. Du löst dich auf. Er, sie, es löst sich auf. Wir lösen uns auf. Ihr löst euch auf. Und sie lösen sich auf. Ciao. Man kann auflösen, aber auch in einem anderen Kontext verwenden. Zum Beispiel, das Salz löst sich im Wasser auf. Es verschwindet. Oder die Firma löst sich auf. Sie schließt. Die Firma wird geschlossen. Und zwar für immer. Lerne Deutsch. Allerdings löst sich nicht so schnell auf. Ich bin noch eine Weile hier. Du findest hier eine Menge Videos. Also vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, sonst siehst du mich nie wieder. Lad dir unbedingt auch dein kostenloses Lernmaterial herunter. Ich hoffe, dass ich dich ein wenig unterhalten konnte, dass du etwas Neues gelernt hast und dass du beim nächsten Video wieder dabei bist. Also, bis dann, lerne Deutsch!